Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute wieder ein neues Video in alter Frische. Heute mal ohne Gameplay im Hintergrund, heute nur dieses wunderschöne Gesicht, Kappa. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen, heute geht es um eher ein negatives Thema. Es soll gar kein Hate-Video sein oder sonstiges, es sind nur ein paar Punkte, die mir momentan extrem auf den Zeiger gehen. Erstmal ein Stößchen auf die Möschen da draußen. Wie gesagt, gar kein Hate an Epic Games, es sind nur Kritikpunkte, die ich hier mal ansprechen möchte. Ich möchte auch, dass das Video, oder ich weiß, dass das Video englische Untertitel bekommen wird, denn ich habe vor, das weiterzuleiten. Ich habe ja guten Kontakt zu Epic Games, zum deutschen Community Manager Daniel. Gruß und Kuss geht raus, denn der ist sehr korrekt zu mir, ich bin sehr korrekt zu ihm. Wir verstehen uns sehr gut und tauschen auch gerne Kritik aus. Und ich weiß auch, dass das Video bei Epic Games landen wird und dass sie sich das anschauen werden. Ich denke nicht oder bilde mir nicht darauf ein, dass ich die Welt verändern kann jetzt, aber ich habe doch eine gewisse Reichweite, um auch ein paar Punkte anzusprechen, die mir momentan extrem in Fortnite auf den Schnürsenkel gehen, Digga. Bevor ich auf die Themen eingehe, ich habe mir auch Stichpunkte aufgeschrieben, würde ich mich nochmal ganz kurz freuen über ein bisschen Support, denn wir sind kurz davor, auf Twitch die 1 Million Follower zu knacken als erster deutscher Streamer. Solltet ihr mir noch nicht auf Twitch folgen und meinen Livestream-Kanal kennen, ich packe euch mal den Link ganz oben in die Beschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mir folgt, das ist komplett kostenlos und ja, das wäre einfach eine coole Sache. Ich will jetzt auch nicht lang schnacken, ich habe mir einige Stichpunkte aufgeschrieben, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen werden. Wichtig ist auch, dass wenn ihr mir zustimmt in den meisten Punkten, einen Daumen nach oben da lässt, nicht weil ich like-geil bin, das habe ich super selten bis jetzt gesagt in dem Video, sondern damit die Leute bei Epic Games auch sehen, dass das, was ich gleich ansprechen werde, Zustimmung finden wird oder gefunden hat. Wenn ihr der Meinung sagt, finde ich nicht, dann gebt gerne einen Daumen nach unten. Und ich würde mich auch freuen, für die Leute, die gut Englisch können, dass ihr auch coole Kommentare oder Kommentare in Englisch hinterlässt, mit den Sachen, die euch stört, wo ihr mir zustimmt, damit die Leute von Epic Games sich das auch direkt durchlesen können. Könnt aber auch gerne natürlich so Kommentare schreiben und mit mir und mit meiner Community diskutieren, Digga. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Ich habe 8 Punkte, glaube ich, mir aufgeschrieben. Einige sind weniger wichtig, andere sind aus meiner Sicht sehr wichtig. Kommen wir mal zu dem Punkt Raketenwerfer und der Launcher. Die wurden jetzt ja genervt von der Munition. Finde ich in Ordnung. Finde ich ist ein guter Patch, ein guter Nerf. Was ich jetzt aber daran nicht verstehe, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, man konnte ja sonst unendlich Munition für den Raketenwerfer und den Launcher mitnehmen. Das ist aktuell runtergefetzt. Ich glaube, für den Raketenwerfer darf man nur noch 13 Munition haben und für den Launcher, glaube ich, 16. Und so in dem Dreh. Was ich mich jetzt aber frage, warum zur Hölle wird das Ding genervt von den Materialien? Im Umkehrschluss macht das Ding jetzt aber gegen deine Materialien mehr Schaden. Das heißt, als Beispiel jetzt, ihr baut 4 Wände, also ein Viereck, und der Typ schießt mit einem Raketenwerfer da rein. Normalerweise ist immer eine Wand kaputt gegangen. Jetzt gehen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, alle Wände, 3 bis 4 Wände gehen jetzt kaputt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dadurch ist das Ding sowas von OP im Baukampf. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum erst die Munition reduziert wird, damit das Ding nicht so OP ist. Und jetzt kann jemand damit dir 3 Wände kaputt schießen, mindestens. Verstehe ich nicht, finde ich schwachsinnig, kann ich nicht nachvollziehen. Kommen wir zu einem anderen Punkt, ein sehr, sehr, aus meiner Sicht, entscheidender Punkt. Und das sind die Materialien in Fortnite, also die Mets. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass es reingepatcht worden ist, dass man anstatt 30 Holz oder Metall oder Bricks nur noch 20 findet in den Kisten. Finde ich gar nicht so schlimm. Die Spawn Rate von Materialien, also von Mets, random beim Looten, sprich da wo man, also wenn ihr eine Schrotflinte findet, könnt ihr auch Holz liegen, einfach ein 30er oder in dem Fall ein 20er Stack. Wurde um 30% reduziert. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das so gemacht worden ist. Bauen ist so ein wichtiges Element in Fortnite und das Spiel ist dadurch so verlangsamt worden. Im Solo-Modus geht es noch einigermaßen, aber auch da finde ich es materialtechnisch schon zu wenig. Aber im Duo und im Squad-Modus kannst du Materialien eigentlich knicken, Digga. Ein guter Baufight gegen einen guten Gegner kann schon mal ganz schnell 1000 Materialien kosten. Das sind 100 Elemente, Digga. Er schießt dich ein paar Mal runter, das geht ganz schnell. Und ich verstehe nicht, warum die Materialien runtergepatcht worden sind. Es fuckt mich und auch einen Großteil meiner Community und einen Großteil meiner YouTube- und Streaming-Kollegen extrem ab. Das Spiel ist einfach so, also ich finde, das Spiel ist negativ dadurch beeinflusst. Ich habe so oft, egal ob im Solo-Modus oder im Duo-Modus, dass man in der Top-10-Situation kein Holz mehr hat
und erstmal looten muss. Das verlangsamt das Spiel aus meiner Sicht einfach. Das kann es nicht sein. Klar gehört zum Spiel dazu, sich am Anfang Materialien zu farmen, aber auch da muss ich ganz klar sagen, damals war es so, als Beispiel, du gehst in Shifty runter, lootest alle Kisten, haust dir noch 500 Holz von Bäumen oder 700 von Bäumen ab. Du läufst aus Shifty raus, jetzt, und hast gefühlt 20 Bricks und 20 Metall. Und das kann es einfach nicht sein, Digga. Damals war es so, wenn du mal in einem guten Baufight warst, dein Holz war alle, dann hattest du noch 200 Bricks und 200 Metall auf Reserve. Das ist überhaupt nicht mehr so. Ständig laufe ich, da wo ich am Anfang loote, laufe ich raus, wenn ich fertig bin, um in die Zone zu laufen. Ich habe irgendwie 20 Metall, 20 Bricks. Das kann es nicht sein, Digga. Das Spiel wird aus meiner Sicht dadurch völlig verlangsamt. Klar gehört es zum Spiel, wie gesagt, dazu, zu farmen. Aber Bauen ist so ein entscheidender Punkt. Und ich kenne jetzt wirklich nicht groß jemanden, der gesagt hat, oder die Community, die gesagt hat, oh Digga, wie hat man immer viel zu viel Materialien? Also das verstehe ich nicht. Und es fuckt mich ab. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das mit den Materialien wieder so gemacht wird, wie es einmal war. Beispiel Lama auch. Das Lama hat absolut an Bedeutung verloren. Ich finde es gut, dass in dem Lama nicht mehr, was ja jetzt aktuell sowieso nicht mehr funktioniert, weil ja auch die Explosionswaffen reduziert worden sind von der Munition an für sich. Dass man irgendwie 20, 25 Raketen in dem Lama gefunden hat, dass sie jetzt rausgepatcht haben, ist cool für mich. Aber warum zum Fick wird von 500 Materialien auf 200 Materialien im Lama runtergepatcht? Habe ich kein Verständnis für und der Großteil meiner Community, der YouTube- und Twitch-Kollegen, findet das auch scheiße. Macht doch 300 Materialien, 350, 400, aber 200 ist ein Witz. Das Lama war so etwas Besonderes in Fortnite. Damals waren es noch 3, dann irgendwann 5, aber wenn du ein Lama gefunden hast, hat das andere Glücksgefühle in dir hervorgerufen. Oh, das ist noch ein Lami! LOL! Lami! Wie geht's dir? Und jetzt ist ein Lama einfach NS, Nothing Special, Digga. Finde ich extrem schade. Wirklich extrem schade. Und ich würde mir wünschen, dass die Lamas wieder hochgepatcht werden. Thema Material und Automaten. Ihr kennt ja alle die Automaten, sei es die grünen, die blauen, die grauen oder die goldenen oder die lilanen. Die Materialien werden runtergepatcht. Die Sachen, die Materialien, die du für die Sachen am Automaten bezahlen musst oder ausgeben musst, sind nicht runtergepatcht. Ich rede davon jetzt nicht, dass ein Jiggy Jagga Jugu Jackson, beziehungsweise einige werden ihn nur unter dem Chuck Chuck kennen, als Beispiel jetzt, den kriegst du für 500 Holz am goldenen Automaten. Ich verstehe nicht, warum das, dadurch, dass das Material auch runtergepatcht worden ist, nicht auch runtergepatcht wird. Zumindest auf 400. Nicht so, dass es sich jeder auf einmal leisten kann. Es soll immer noch was Besonderes sein. Aber wenn die Materialien runtergepatcht werden, dann sollten dann auch die Sachen, wo du mit Materialien etwas kaufen kannst, auch runtergepatcht werden. Macht für mich doch Sinn, leuchtet doch ein, oder? Zumindest mal 50 oder 100 Materialien runter, Digga. Das ist, finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Kommen wir zu dem Loot im Squad-Modus. Ich persönlich finde, dass sie den Loot im Squad-Modus erhöhen sollten. Es ist nur meine Meinung, wie gesagt, alles was ich sage ist meine Meinung und ihr müsst mir da nicht zustimmen. Ich finde aber, dass der Loot viel zu gering im Squad-Modus ist. Im Solo und im Duo, finde ich, geht das eigentlich noch größtenteils voll klar, aber wenn du zu viert beispielsweise im Ehrenbruder Shifty oder im Paletti-Land runtergehst, dann ist da einfach zu wenig Loot für 4 Leute. Eine ganz einfache Sache. Da würde ich mir wünschen, dass der Loot ein wenig erhöht wird. Nicht um 100%, nicht um 50%, sei es um 30, 20%. Kommen wir nochmal zu einem Punkt, wo mir nicht jeder zustimmen wird. Und zwar sind das die Shotguns. Ich weiß, viele von euch finden das so in Ordnung, wie es aktuell ist mit den Shotguns. Und ich habe mich mittlerweile auch dran gewöhnt. Trotzdem fehlt mir einfach der One-Pump, der 230er Crit Headshot. Die Shotguns haben aus meiner Sicht momentan sehr stark an Bedeutung verloren. Die Heavy Shotgun geht noch klar. Double Heavy Shotgun zu spielen macht schon Spaß. Aber die Tag und die Schrotflinte sind irgendwie aus meiner Sicht useless geworden. Gerade auch, wo die MPs und die Tags hochgepatcht worden sind. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Ihr landet in Tilted Towers und ihr findet eine blaue Schrotflinte. Der Gegner findet eine grüne schallgedämpfte MP. Du läufst auf den Gegner zu und hast nicht die Möglichkeit, ihm direkt einen Headshot zu geben, weil, keine Ahnung. Gebt ihm einen Shotgun-Schuss, einen 70er Schaden, sagen wir mal als Beispiel. In der Zeit, wo ihr mit der blauen Schrotflinte den zweiten Schuss abgeben könnt, hat der Gegner euch mit der schallgedämpften MP so schnell down geschossen, weil die natürlich eine viel, viel höhere Feuerrate hat, als so eine doofe Schrotflinte. Und der Gegner macht dich weg mit der schallgedämpften Schrotflinte. Klar, nicht immer, ist nur ein Beispiel.
Aber es kann irgendwo aus meiner Sicht nicht sein, dass in einem Nahkampf auf 3 Metern, 2 Metern eine schallgedämpfte MP stärker ist als eine Schrotflinte. Ich weiß nicht, was da die Lösung wäre. Aus meiner Sicht, ich sage euch ganz ehrlich, ich würde mir wieder wünschen, wenn die Schrotflinte One-Pump machen würde. Klar, ich stimme euch voll zu. Man war übelst abgefuckt, wenn man One-Pump reingedrückt hat. Immer. Aber diese Frustrationsmomente wurden immer wieder gut gemacht, wenn du jemanden One-Pump gegeben hast. Ich weiß nicht, ich würde mir die Schrotflinten zumindest ein bisschen stärker wieder wünschen. Ich finde, aktuell sind sie echt schlimm. Du gibst so oft einen 8er, einen 10er-Hit, einen 20er-Hit. Du gibst ihm Headshot, das ist ein 80er-Shot. Ich finde, momentan gehen mir die Shotguns extrem auf den Sack, Digga. Die Shotguns sind einfach, die machen einfach nur noch aggressiv. Klar, kann man jetzt auch sagen, ey, dann spiel sie doch einfach nicht. Das stimmt. Aber sie sind ja im Spiel und ich möchte sie spielen eigentlich. Und ich würde mir da vielleicht eine gesunde Lösung wünschen. Nicht unbedingt einen One-Pump, okay, aber dass sie wenigstens ein bisschen mehr Schaden machen. Aber gut, muss man dann schauen, wenn es soweit ist. Ist aber auch ein Punkt, wenn es so bleibt, was jetzt nicht unbedingt so negativ ist. Kommen wir nochmal zu 2 Punkten. Das ist die alte Musik in Fortnite. Und zwar hier drüber. Wenn ein Win kam, kam damals diese Musik. Ich glaube, ich kann für 99% da draußen sprechen, dass sich jeder die alte Musik wieder wünscht. Und ich weiß auch, dass Epic Games das auch weiß. Ich weiß nicht, warum es so lange dauert. Es dauert jetzt, glaube ich, schon über 1,5 Monate oder noch länger, dass da irgendwas mal passiert. Aber diese Musik, die neue Musik finde ich absolut schrecklich und die alte Musik ist absolute Liebe. Ich habe gehört, dass da eventuell rechtliche Probleme waren mit der Musik. Ist nur ein Gerücht, kann aber auch sein, dass es nicht natürlich stimmt, ist klar. Ich würde mir da aber zum Beispiel einfach auch mal wünschen, dass Fortnite eventuell auch mal was einfach zu twittert und sagt, okay, wir haben gelesen, ihr wollt die alte Musik, gibt aber rechtliche Probleme oder gibt irgendwelche Probleme. Und wir melden uns, wenn da was passiert. Ich finde es sehr schade, weil eigentlich war Epic Games bzw. Fortnite immer sehr, sehr community-freundlich. Und ich frage mich einfach, warum da nichts passiert mit der alten Musik. Jeder will die alte Musik, Digga. Die neue Musik ist schrecklich. Ich habe sie bei mir im Startbildschirm gemutet, weil sie mir so hart auf den Sack geht. Ich finde sie schrecklich. Ich finde sie schrecklich. Und damals, wenn du einen Win erspielt hast, diese Musik ist Liebe. Bringt die alte Musik wieder. Oder sagt, warum die alte Musik nicht kommt. Damit wir nicht immer wie behindert darauf warten. Mann! So, das alles eigentlich, was ich gerade aufgezählt habe, außer jetzt das mit der Musik, machen sie hauptsächlich, damit sie mehr E-Sports-ready bzw. competitive-ready werden. Oder nicht nur hauptsächlich, aber viele Gründe und viele Punkte sind deswegen. Und da muss ich einfach sagen, dass ich es sehr schade finde, denn E-Sports bzw. Competitive mit einem Battle Royale ist immer schwierig, denn es wird nie möglich sein, dass alle Gegner am Anfang der Runde landen mit denselben Voraussetzungen. Das wird nicht möglich sein in einem Battle Royale. Das ist möglich in einem COD oder, keine Ahnung, in einem CSGO beispielsweise oder so. In einem Fortnite oder in einem Battle Royale ist es nicht möglich. Und ich finde es schade, dass der Hauptaugenmerk aktuell bei Epic Games, bei Fortnite darauf liegt, dass sie in den E-Sports, in den Competitive-Bereich einsteigen wollen. Das sind vielleicht 20%, 10% der Leute, die spielen, die sich dafür interessieren. Die anderen sind einfach Leute, die dieses Spiel spielen, weil sie Bock drauf haben und zu Hause spielen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sie nicht so krass in diese Richtung hustlen, E-Sports Ready Competitive, und deswegen das komplette Spiel verändern. Denn das Spiel hat sich in den letzten Wochen stark verändert. Und für mich, meine Meinung, sehr ins Negative. Das ist einfach nur meine Meinung. Schauen wir mal, was daraus wird. Ein letzter Punkt noch, und das sind die Skins in Fortnite. Ich persönlich bin momentan abgefuckt. Ich nehme das Video gerade, ich muss ganz schnell nebenbei mal kurz einen Stream aufmachen. Wir haben es genau 2 Uhr und eventuell ist gerade in dem Moment die rote Ritterin im Shop. Das wäre ziemlich belastend. Nee, im Shop ist nicht die rote Ritterin. Es ging ja aber das Gerücht rum, dass im Shop die rote Ritterin wieder verfügbar sein soll. Ich finde es sehr schade. Ich kann Epic Games da keinen Vorwurf machen. Sie wollen Geld verdienen, das will jeder. Aber ich bin jemand, ich kaufe mir jeden Skin, um das Spiel zu supporten. Ich bin auch ein kleiner Sammler in dem Spiel. Und dieses Seltenheitsgefühl, dieses Sammelgefühl bei Skins ist leider komplett lost aktuell. Denn nehmen wir als Beispiel mal die Farbbomberin. Die war jetzt gefühlt schon 100 Mal im Shop. Und das nervt extrem, Digga. Das finde ich persönlich wirklich extrem nervig. Denn angenommen, sie bringen jetzt die rote Ritterin raus, wieder, wurde ja auch angekündigt, weil sie eine extra Spitzhacke bekommt. Angenommen, sie bringen die rote Ritterin wieder raus. Das war ja ein Season 2 Skin, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Klar kann man den wieder rausbringen,
Aber warum bringen sie dann zum Beispiel den weiblichen Recon-Skin nicht wieder raus, der ja extrem limitiert ist? Wenn sie das machen, dann sollten sie das andere auch machen. Ich persönlich möchte nicht, dass die Rote Ritterin wieder in den Shop kommt, weil es einer der wenigen Skins ist, die so halbwegs selten sind bei mir im Spind. Klar, es ist nur ein Skin. Der eine oder andere wird es bestimmt nicht verstehen, aber trotzdem, ich bin ein Sammler. Egal ob jetzt privat, ich sammle sehr gerne Sachen, wie zum Beispiel meine Nintendo Games im Hintergrund. Und auch in Fortnite sammle ich die Skins. Und ich glaube, viele da draußen waren zum Beispiel auch abgefuckt, als der Schlachthund, der beste Skin ever, wieder im Shop war. Denn es war einer der wenigen Skins, mit dem man rumlaufen konnte, den nicht jeder hatte. Und dieses Sammelgefühl, dieses Seltenheitsgefühl wäre cool, wenn da ein bisschen wieder was im Shop passiert. Zum Thema nochmal Skins, auch ein guter Übergang, da kann ich mir mal selber auf die Schulter klopfen. Und das ist da, was mich ein bisschen stört, ist, dass man als Beispiel, also Account Selling ist ja verboten. Ihr habt es ja mitbekommen bei mir, ich wurde dafür gebannt. Das heißt, ich habe einen Account gekauft, einen Epic Games Account, habe den auf meinen Account übertragen, hatte dann die anderen Skins da drauf und wurde dafür gebannt. Kann ich verstehen, respektiere ich. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass Account Sharing verboten ist. Beispielsweise, Kollege XY leiht mir seinen Account aus, weil er aktuell überhaupt keine Zeit hat zum Zocken. Er hat aber die Halloween-Skins drauf und sagt zu mir, Bruder Monte, du kannst gerne mit dem Account zocken, weil ich spiele momentan damit sowieso nicht. Damit du im Livestream ein paar coole Skins hast, leih ich dir meinen Account aus. Ich logge mich also mit seinem Account auf meiner Playstation ein, zock damit, dafür werde ich gebannt. Und das finde ich sehr schade, weil ich schade damit niemanden, Digga. Dafür werde ich gebannt, beziehungsweise mein Kollege würde dann gebannt werden. Wäre cool, wenn man das vielleicht nochmal ändern könnte, aber gut. Wie gesagt, die letzten Punkte, die ich angesprochen habe, sind jetzt nicht so wichtig. Am wichtigsten sind mir die Punkte Lama und Materialien. Das ist wirklich das, was mich aktuell am allermeisten abfuckt. Freunde, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Ich habe jetzt gerade knapp 20 Minuten Freestyle rausgelabert. Davor habe ich das Video schon mal aufgenommen, auch 20 Minuten Freestyle gelabert. Das hat mir aber nicht so gut gefallen. Das heißt, ich habe gerade 40 Minuten Freestyle gelabert und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie duselig mir gerade ist. Freunde, in dem Sinne würde ich sagen, hinterlasst mir eure Meinung und wie gesagt, wenn ihr das Ganze auch supportet, gebt gerne einen Daumen nach oben. In dem Sinne sage ich Wiederschauen und reingehauen.